O Tannenbaum, wie grün sind deine Kleeblätter? Ja. Hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder, Luise Heinzel, und das hier ist der Junk Journal Tutorial Adventskalender. Und täglich grüßt das Murmeltier, ich bin mal wieder hier. Das reimt sich ja tatsächlich. Ja, ihr fragt euch bestimmt, was ist jetzt in ihren Kopf geschossen? Wieso Kleeblätter? Was haben Kleeblätter mit Tannenbäumen zu tun? Und was will sie denn überhaupt von uns? Nun ja, ihr werdet im Laufe dieses Videos noch erkennen, dass das durchaus einen Zusammenhang hat. Ich möchte euch aber nicht länger auf die Folter spannen und ja, so schnell wie möglich das nächste Türchen mit euch öffnen. Eines sei aber noch gesagt, am Ende des Videos habe ich noch eine kleine Überraschung für euch, beziehungsweise eigentlich so zwei kleine Überraschungen. Also wenn ihr wissen wollt, was das ist, dann bleibt doch bitte bis zum Ende des Videos dran. Ich denke, es wird sich lohnen. Ja, ich bin mir sicher. Ja, ihr Lieben, hier ist es, Türchen Nummer 16. In diesem verbirgt sich heute eine grüne Brusho-Farbe, denn auf unserer Promptliste stehen die Prompts Tannenbaum und Brusho. Deswegen möchte ich heute 3 verschiedene Tannenbaumkarten gestalten und euch zeigen, welche verschiedenen Möglichkeiten man mit so Brusho-Farben eigentlich hat. Dafür habe ich mir hier mal wieder, die kennt ihr schon aus einem anderen Video, diese Postkarten genommen. Die sind eigentlich dafür gemacht, dass man sie in einen Drucker schieben und etwas draufdrucken kann. Aber ich finde es so ein bisschen interessanter, wenn man da selber was drauf malt. Ihr könnt dafür auch Aquarellpapier benutzen. Das würde genauso gut funktionieren, wenn nicht sogar vielleicht noch ein bisschen besser, weil es eben für solche Wasserfarben vielleicht ein bisschen besser geeignet ist als dieses normale Postkartenpapier. Für die erste Karte, also für diesen ersten Tannenbaum, habe ich, wie ihr gerade gesehen habt, erstmal das Wasser so ein bisschen auf der Karte verteilt. Und zwar so ungefähr so grob in einer von mir vorgestellten Tannenbaumform. Ihr seht schon, das ist so ein bisschen dicklicher Tannenbaum, aber ich möchte gerne hier auch versuchen, so ein bisschen was Abstraktes zu erschaffen. Und ja, wie sieht schon so ein Tannenbaum aus, wenn man den malt? Also da könnt ihr, denke ich mal, eurer Fantasie, genauso wie ich das hier getan habe, freien Lauf lassen und das einfach so machen, wie ihr das möchtet, beziehungsweise auch so, wie euch die Brusho-Farbe das vorgibt. Diese Brusho-Farbe ist in diesen kleinen Behältern drin. Für alle, die das nicht wissen, das ist so ein Pulver, was in dem Behälter trocken ist. Und wenn man das aus dieser kleinen Öffnung oben auf das Papier tut, dann vermischt sich das eben mit dem Wasser und löst sich eben in dem Wasser, sodass dann so ein Wasserfarbeneffekt entsteht. Wenn ihr so ein Pulver nicht habt, dann könnt ihr natürlich auch normale Wasserfarbe verwenden, Aquarellfarbe, alles, was sich eben in dieser Art und Weise so ein bisschen vermischen lässt, sodass man das auch so ein bisschen ineinander laufen lassen kann, denn das ist eigentlich der größte Spaß daran. Wenn ihr Interesse daran habt, diese Brusho-Farben euch selber anzuschaffen, was ich euch nur wärmstens ans Herz legen kann, dann schaut doch mal bitte unten in die Infobox. Ich habe da nämlich meinen Amazon-Shop verlinkt. Dort habe ich auch diese Brusho-Farben in einem Set verlinkt, sodass ihr, wenn ihr möchtet, ihr euch die über diesen Link auch bestellen könnt. Für die zweite Karte habe ich mir jetzt überlegt, ich möchte nur so Striche machen. Das ist zugegebenermaßen schon etwas schwieriger, dann das Brusho-Pulver wirklich dahin zu kriegen, wo jetzt nur das Wasser ist. Es bröselt relativ viel daneben zwischen diese Ritzen. Das kann man aber, wenn man es jetzt einfach so trocken lässt, später ganz einfach herunterblasen. Macht das aber bitte, wenn ihr das tut, über einem Mülleimer oder am besten draußen oder so aus dem Fenster rausschütteln, dass ihr die Farbe später nicht überall habt. Diese kleinen Pigmente sind zwar sehr klein, aber sie fliegen überall hin, wo man sie eigentlich nicht gebrauchen kann. Ja, zwischendurch, wie ihr gesehen habt, habe ich die Karten einfach beiseite gelegt. Ich lasse das jetzt an der Luft trocknen, sodass die Farbe sich wirklich dahin bewegen kann, wo sie hin will. Also ich lasse der Farbe eigentlich komplett freien Lauf. Auch wie ihr hier seht, ich spritze jetzt hier so ein bisschen Wasser drauf, dass es sich nicht zu stark vermischt. 1, 2, 3, vermischt. Nehme auch noch ein bisschen von der Farbe, die da ist, ab und spritze so ein bisschen außen drum rum, damit es ein bisschen interessanter aussieht. Dann werde ich das trocknen lassen, während ich einen Kaffee zu mir nehme. Und wenn das Ganze getrocknet ist, dann schaut es so aus. Und dann habe ich mir jetzt hier überlegt, ich möchte mit so einem schwarzen Fineliner noch so ein bisschen was drumherum dudeln. Jetzt gerade bei diesem Tannenbaum ist es ohne Hilfslinien, finde ich ein bisschen, also ich nenne das jetzt mal Hilfslinien, dieses Schwarze, also Hilfslinien für das Auge meine ich jetzt, ist es nämlich sonst ein bisschen schwierig, das als Tannenbaum überhaupt zu erkennen. Und durch diese schwarze Farbe entsteht auch nochmal so ein Kontrast. Man kann noch ein bisschen herumspielen, ein bisschen herumexperimentieren und gewisse Details vielleicht auch noch ein bisschen herausholen. Ich habe mir jetzt hier überlegt, ich finde diesen
weißen Hintergrund von der Karte eigentlich relativ edel. Wenn die Karte aber keinen Rand hat, dann schaut das ein bisschen komisch aus. Deswegen habe ich mich jetzt hier entschieden, solche Pünktchen drumherum zu machen. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr möchtet, mit eurer Nähmaschine drumherum nähen oder eine gestrichelte Linie machen oder so eine Lichterketten-ähnliche Linie wie die ich um den Baum drumherum gemacht habe, dass sich das da vielleicht nochmal wiederholt. Ihr könntet auch einfach Wörter drumherum schreiben, frohe Weihnachten oder viele Weihnachtsgrüße oder irgendwie sowas in der Art. Oder ihr könntet das natürlich auch distressen. Ich habe das jetzt hier nicht mit Distress-Tinte gemacht, weil ich einfach den Fokus auf diese Brusho-Farbe legen wollte. Aber das ist natürlich Geschmackssache, wie man das machen möchte. Und jetzt werde ich hier ein Handlettering faken sozusagen. Entschuldigt bitte, das kann man in dem Kamerabild jetzt nicht ganz so gut sehen, weil mein Stift so komisch schreibt und ich den sehr steil halten musste, sodass man jetzt leider das nicht so ganz gut sehen kann, während ich hier schreibe. Aber ich denke, ihr könnt euch das ungefähr vorstellen. Ich habe jetzt erstmal die Buchstaben so aufgeschrieben und werde die dann an einigen Stellen etwas dicker in Anführungsstrichen malen, sodass es aussieht, ja, als wäre es mit so einem Handlettering Pinselstift geschrieben. Selbstverständlich wird das nicht komplett so genauso, wie wenn man es jetzt wirklich handlettern würde. Aber da ich, ja, wie ihr vielleicht aus dem, ich glaube, zweiten Video wisst, ich bin da nicht so gut drin und ich mag auch meine eigene Handschrift nicht so gerne leiden. Und ich bin kein Handlettering-Profi oder sowas in der Art. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, das hier so ein bisschen zu faken und aus meiner Handschrift das Beste rauszuholen, was irgendwie möglich ist. Jetzt habe ich mir gedacht, ein paar Sterne schaden jetzt auch nicht. Deswegen habe ich die dann noch hingestempelt mit so einer schwarzen Stempeltinte, dass es zu der schwarzen Schrift passt. Und ja, dann habe ich mal neulich in einer Happy Mail diesen coolen Stempel hier bekommen, der so ein bisschen filigranere, kleinere Sternchen macht. Und damit bin ich jetzt noch mal so ein bisschen darum herumgegangen, um das Ganze noch etwas filigraner wirken zu lassen. Also ich glaube, man hätte es vorher auch schon so lassen können. Das hätte auch, glaube ich, schon ganz cool ausgesehen, aber ihr wisst ja, wie das ist. Dann nimmt man sich so einen Stempel in die Hand und denkt, ah, ich muss hier noch ein bisschen so crazy rumstempeln. Und dann macht man das einfach und dann schaut es so aus. Ja, für die zweite Karte habe ich mir direkt mal meinen Stempel genommen, weil ich gedacht habe, ach, der liegt hier eh noch rum. Außerdem braucht der Baum da oben noch so einen Stern drüber. Das ist mir für mich immer so ein typisches Symbol oben auf so einem Tannenbaum drauf. Und ich wollte das gerne auch so ein bisschen klassisch haben, wenn das mit den Brushes überhaupt irgendwie möglich ist. Denn das ist ja schon so ein bisschen so eine moderne Optik auch, die man dadurch erreichen kann. Jetzt habe ich mich hier entschieden, auch O Tannenbaum dort drauf zu schreiben bzw. zu stempeln. Und habe mir überlegt, okay, ich könnte ja einfach die Karten relativ ähnlich machen, aber doch verschieden. Und deswegen habe ich jetzt versucht, verschiedene Elemente gleich zu lassen, wie zum Beispiel den schwarzen Stift und eben diese Schrift O Tannenbaum, aber das immer so ein bisschen zu variieren. Und passend zu dieser wilden Optik von dem letzten Tannenbaum, also diesem hier, habe ich jetzt auch dort wirklich sehr kritzelig drumherum gedudelt. Zuerst habe ich gedacht, ach du heiliger Bimbam, das wird so nichts. Aber als ich dann diese Tannenbaumkugeln da dran getan habe, habe ich gedacht, Mensch, nochmal, das schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und wenn man jetzt die Schrift auch noch dem Gekritzel anpasst, also hier seht ihr, ich mache die Schrift auch sehr kritzelig, dann finde ich, schaut es schon wieder ganz harmonisch und gewollt aus, so wie es ist. Ja, wie ihr seht, ein relativ schnelles Projekt, was man relativ schnell fertig bekommen kann. Man braucht nur etwas Geduld, dass eben diese drei Teile zwischendurch ein bisschen trocknen können. Und dann schaut das Ganze so aus. Ja, wie versprochen, da bin ich nochmal mit einer kleinen Überraschung für euch. Wenn ihr nämlich jetzt vielleicht nach diesem Tutorial denkt, oh, ich habe gar keine Brushos oder mir ist das alles irgendwie zu kompliziert oder ich atme sehr stark und deswegen sind Brushos vielleicht nicht die geeigneten Farben für mich, weil mir dann alles da über meinen Tisch bläst und ich hinterher einen Regenbogen zu Hause habe. Könnte ja sein, dass ihr sowas denkt. Ich kenne euch ja. Dann hätte ich da einen kleinen Vorschlag für euch. Ich habe nämlich diese drei Karten, die ich in diesem Tutorial gemacht habe, für euch eingescannt, sodass ihr euch sie völlig kostenlos und unverbindlich in meiner Dropbox runterladen könnt. Von meiner Dropbox herunterladen könnt. Entschuldigung. Ich habe euch den Link unten in die Infobox gepackt. Dort findet ihr diese drei Dateien von diesen drei Karten und ihr könnt euch das dort runterladen und zu Hause ausdrucken. Und dann könnt ihr damit machen, was ihr möchtet. Ja. Ihr könnt das weiterverwenden für irgendwelche Karten, ihr könnt das zerreißen oder
irgendwas draus machen, wie ihr wollt. Wenn ihr das runtergeladen habt und ihr habt vielleicht etwas damit gemacht, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ich das irgendwo sehen würde, auf Instagram oder auf Facebook oder wo auch immer. Wenn ihr Lust habt, das zu posten, dann markiert mich doch bitte in irgendeiner Art und Weise in diesem Beitrag, dass ich das leichter finden kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich da irgendwas sehen würde, ist aber selbstverständlich kein Muss. Kein Muss. Ihr könnt das auch einfach ausdrucken und euch das zu Hause an die Wand hängen und euch denken, oh, ein Tannenbaum von Luise, das geht natürlich auch. Was haben denn jetzt eigentlich Kleeblätter mit Tannenbäumen zu tun? Nun ja, ich bin da auf einen Etsy-Shop gestoßen, der nennt sich Kleeblatt Creations. Auch das habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Und dieser Etsy-Shop hat richtig coole Tannenbaum-Printables, nennen wir das mal so. Ich blende euch mal hier den Artikel ein, den ich da meine, und zeige euch da ein bisschen genauer, wovon ich eigentlich gerade rede. Und zwar hat die liebe Brigida, ich hoffe, ich sage diesen Namen richtig, diesen Etsy-Shop, Kleeblatt Creations, und sie hat da ganz coole Printables, die ihr euch zu Hause ausdrucken könnt. Und dann könnt ihr euch, wie ihr hier sehen könnt, eine Tannenbaumkarte selber machen. Und diese Idee finde ich ja mehr als genial. Ich habe das in ähnlicher Form so schon mal, sagen wir mal, für so Grundschulkinder gesehen. Aber so wie sie es hier anbietet, kenne ich das eigentlich überhaupt nicht. Und ich finde das eine richtig, richtig schöne Idee. Und ja, wenn ihr Lust habt, wenn ihr vielleicht denkt, oh, ich brauche noch ein Weihnachtsgeschenk oder ich brauche noch eine kleine Karte für jemand Besonderen, dann ne, hier ist nicht mehr viel Zeit. In den Shop gehen, euch das bitte runterladen, ausdrucken, basteln und ja, glücklich sein und verschenken. Ich hoffe natürlich, dass euch das genauso gut gefällt, wie es mir gefallen hat. Oder, also das gefällt mir immer noch. Warum rede ich in der Vergangenheit? Ja, ihr wisst schon. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen, beim Ausdrucken, beim, ja, kreativ sein und beim Tannenbäume gestalten. Viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns morgen zum nächsten Video. Bis dahin, alles Gute und tschüss!